Seht euch mal diesen wunderschönen Cappuccino an und genau darum soll es heute gehen. Es gab schon mal ein Kaffeevideo, aber jetzt gibt es das Update. Wie habe ich meine Maschine fest verbaut? Wie bin ich zufrieden nach einem Jahr damit? Und vor allem, was hat es mit der Aeropress auf sich? Wie kriege ich so einen richtig guten Milchschaum hin? All das gibt es heute in diesem Kaffeespezial und ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei und wir genießen zusammen jetzt das nächste Video. Auf geht's! Es hat abgekühlt, es regnet immer wieder und ich bin hundemüde. Eigentlich die perfekten Bedingungen für ein neues Kaffeevideo. Und damit ganz herzlich willkommen bei Fan for Van. Und mein Name ist Markus. Es geht heute wieder mal um Kaffee. Warum wieder mal? Es gibt schon zahlreiche Videos zu dem Thema Kaffee. Das letzte Video, das habe ich am Schliersee gedreht, zusammen mit dem Christian und dem Wolfi. Und danach gab es ganz viele Kommentare, ganz viele Hinweise. Und da danke ich euch sehr dafür. Das ist übrigens auch genau das, was mir so gefällt bei diesen ganzen Videos. Denn es ist ja nicht so, dass ich immer nur mein Wissen transportiere, sondern ihr gebt mir auch wieder ganz viel Know-how, ganz viele Tipps zurück und dafür möchte ich an der Stelle auch nochmal ganz herzlich Danke sagen. Und ganz viele von euch haben gesagt, hey Markus, schau dir doch mal die Aeropress an. Eine Kaffeezubereitung, die super simpel ist und das Ergebnis ist durchaus schön. Und das will ich mir heute anschauen und darum geht es auch gleich im ersten Teil dieses Videos. Wir gucken uns die Aeropress an. Danach zeige ich euch die Kaffeemaschine, die ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte und mir dann nach meinem letzten Video in den Camper geholt habe und sogar fest verbaut habe. Und das ist dann der nächste Teil, den wir uns anschauen, wie ich das gemacht habe. Und dann springen wir über und ich zeige euch, wie ich damit trotzdem einen hervorragenden Cappuccino machen kann. Denn dazu habe ich ein ganz spezielles Gerät immer mit an Bord. Und zu guter Letzt gibt es dann noch ein ganz kurzes Fazit und dann sind wir auch schon wieder durch. Deswegen würde ich jetzt sagen, wir fangen sofort an, denn das Versuchslabor, das ist aufgebaut. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei diesem Video. Beginnen wir mit der Aeropress. Also das ist das gute Stück. Was ist alles im Lieferumfang dabei? Einmal das hier natürlich und dann gibt es verschiedene Bundles. Die fangen alle, was ich so gesehen habe, so ab 40, 49 Euro an. Nach oben hin wie immer keine Grenzen. Ich habe um die 80 Euro gezahlt, glaube ich. Da war dann noch ein Becher dabei. Es waren ein paar Filter dabei. Nicht diese Filter, sondern ein paar weniger. Ich habe mir diese Filter dann nochmal zusätzlich gekauft. Es war so ein kleiner, ich sag mal, Rührtamper dabei und es war ein kleines Messlöffelchen dabei. Was braucht man noch? Natürlich eine entsprechende Tasse. Ich habe heute extra eine durchsichtige gewählt, damit wir uns auch das Brühergebnis ansehen können. Und man braucht noch irgendwas, um das Wasser zu erhitzen. In meinem Fall machen wir das heute mit einem Wasserkocher. Das ist erstmal alles, was du brauchst. Und damit würde ich sagen, starten wir mal direkt in das Doing. Ja, und zu Beginn möchte ich auch noch mal sagen, es gibt ganz viele unterschiedliche Arten, wie man Kaffee zubereiten kann und vor allem auch, was man alles damit machen kann. Und das ist auch echt so eine kleine eierlegende Wollmilchsau. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ihr mir dieses Teil so ans Herz gelegt habt. Man kann damit normalen Kaffee machen, man kann damit Espresso machen, also die verschiedensten Variationen eigentlich. Es ist so eine Mischung aus French Press, Filterkaffee und Espressomaschine. Und deswegen auch so viele Erzeugnisse. Aber jetzt fangen wir endlich mal an und ich werde heute mal einen Espresso machen. Und by the way, ich werde auch noch eine Playlist anlegen, wo ihr ganz viele Leute seht, die da wirklich schon profihaft mit umgehen und die euch zeigen können, wie man das alles so macht. Ich bin erst seit 2 Wochen damit vertraut. Mein Ergebnis wird heute noch nicht perfekt sein, aber wir geben trotzdem Gas und ich versuche mein Bestes. Fangen wir jetzt an mit der Zubereitung und zuallererst stelle ich natürlich Wasser auf. Ich selber nehme immer gerne Wasser aus der Flasche, weil ich einfach nicht möchte, dass meine Geräte hier verkalken, aber das macht ihr, wie ihr wollt. Und ihr bringt das Wasser erstmal zum Kochen. Auf die Temperatur kommen wir gleich nochmal. In der Zwischenzeit werde ich Kaffee mahlen. Das mache ich jetzt mit meiner Nivona-Maschine, die ich euch später nochmal vorstellen möchte. Dann stelle ich für den Espresso meinen Tamper hier gleich mal auf 1. Wenn ich das gemacht habe, lasse ich sie umgekehrt stehen. Viele von euch kennen das System wahrscheinlich andersrum. Ich habe jetzt für mich herausgefunden, so macht es mir eigentlich am meisten Spaß. Ich fülle hier oben das Kaffeepulver ein. Ist das Kaffeepulver drinnen und das Wasser hat gekocht, dann warte ich so circa 10 Sekunden, weil ich möchte nicht wirklich das 100 Grad warme Wasser hier einfüllen. Normalerweise sagt man immer so zwischen 89 und 90 Grad, aber ich kriege das halt jetzt nicht gemessen, deswegen ist das einfach so eine Pi mal Faustregel und gieße das Wasser hier langsam ein. Dann nehme ich meinen Rührtamper und rühre das Ganze ein bisschen um und lasse mir so 10, 15 Sekunden Zeit. Dann schraube ich hier meinen Filter auf, zusammen mit dem Papierfilter, lege die Tasse drüber und kippe das Ganze um. Und jetzt warte ich noch ein paar Sekunden und dann fange ich an, das langsam und gleichmäßig durchzupressen, bis wir auch wirklich so eine kleine Schaumkrone hinbekommen und dann sehen wir das Ergebnis. So, und das ist jetzt mein Ergebnis und zugegeben, es sieht jetzt noch nicht so ganz schick aus, weil ich die Crema nicht richtig gut hinbekommen habe. Das habe ich ein bisschen verkackt. Ich glaube, es liegt bei mir daran, dass ich nicht ganz so fein gemahlen habe, weil ich das für die Maschine jetzt schon speziell eingestellt habe. Zu Hause hat das deutlich besser geklappt. Ich versuche dann noch mal Bilder nachzuliefern. Geschmacklich?
Ja, das Wasser war auch noch zu heiß, merkt man auch noch. Geschmacklich ist er wirklich gut. Also das ist jetzt bei mir eine Mischung aus Filterkaffee und Espresso. Aber für so einen kleinen Shot muss ich sagen, toll. Und ja, hat von der Zubereitung auch Spaß gemacht. Jetzt gucken wir mal, ob auch das Saubermachen Spaß macht. Und das ist auch wieder denkbar einfach. Ich hoffe, ihr seht das gut. Ich mache hier einmal den Filter ab. Und dann, deswegen habe ich hier das Glas nochmal genommen, und dann drücke ich einfach nur hier das Inlay raus und schon habe ich den Kaffeekuchen hier drinnen. Und jetzt ist alles, was ich mache, das nochmal mit Wasser abspülen und dann ist das eigentlich vom Prinzip her wieder ordentlich sauber. Ja, kommen wir damit als nächstes zu der Kaffeemaschine, die ich bei mir fest verbaut habe. Die Firma heißt Nivona. Ich kannte die ehrlicherweise gar nicht. Das ist ein Unternehmen, die sitzen meines Erachtens in Nürnberg sogar. Also die haben wirklich einen deutschen Sitz. Ich habe beim Christian diese Maschine gesehen und die hatte ich null auf dem Schirm und habe mir dann nach diesem letzten Kaffeevideo gedacht, wow, die ist es eigentlich für mich. So wie ich unterwegs bin, ist die perfekt. Und dann habe ich ganz viele von euch gefragt und haben gesagt, ja, wie ist die denn jetzt so? Ein Erfahrungsbericht. Jetzt habe ich sie seit einem Jahr im Einsatz und ich kann euch dazu eine ganze Menge erzählen. Schritt für Schritt ganz kurz die Maschine erklärt. Einmal, ihr seht das hier schon, du brauchst 230 Volt, anders funktioniert das Ganze nicht. Die erhitzt auch ordentlich, also du brauchst auch ordentlich Watt. Naja, und dann ist es so, wir haben hier ein festes Mahlwerk verbaut. Ich kann hier meine Kaffeebohnen einfüllen und kann die dann auch wieder relativ luftdicht hier verschließen. Beim Mahlwerk kann ich einstellen, wie grob oder fein das Ganze werden soll. Je nachdem eben auch, welche Bohne du verwendest und welches Ergebnis du haben möchtest, im Sinne von, willst du nur einen Espresso machen, Kaffee etc. Ich will gleich wieder dazu sagen, ich bin der Espresso-Junkie, das heißt, ich werde mir wirklich wieder einen kurzen rauslassen. Und auf der anderen Seite habe ich den Wassertank. Anfangs dachte ich mir, boah, ist alles viel zu groß, aber ich habe dann gemerkt im Test, dass das eigentlich wahnsinnig praktisch ist. Dadurch, dass der so hoch und ja, dünn ist im Prinzip, habe ich halt den riesen Vorteil, ich wollte ja diese Maschine fest in meinem Fahrzeug verbauen, sodass ich sie nicht immer ab und wieder herrichten muss und so weiter. Und das ist ein riesen Vorteil, habe ich gelernt, denn wenn du hier die Hälfte Wasser drin hast, dann kann das hier rumschütteln, wie es will. Mir ist noch nie in diesem Jahr Wasser ausgelaufen, selbst bei Bremstests etc. kommen wir aber gleich nochmal dazu. Also das ist im Nachhinein von großem Vorteil, auch wenn es dadurch einfach ein bisschen voluminöser wird. Naja, und dann ist das Ganze super simpel. Du hast hier einen Einsatz, im Prinzip das Sieb, das ist der Siebträger so gesehen. Und als allererstes packe ich die hier unten rein, mal meinen Kaffee und danach packe ich es hier rein und lasse das Wasser durch. Und das war es dann auch schon. Und wie das Ganze fest eingebaut wird, das sehen wir uns als nächstes an. Jetzt aber zum Festeinbau. Das Ganze ist super simpel. Ich zeige euch das jetzt gleich ohne Kaffeemaschine. Das Besondere bei mir ist, und da habe ich wirklich Glück gehabt, dass die Kaffeemaschine bei mir genau zwischen der Kante der Küche hier reinpasst, hier hinten, und dem Ende des Bettes. Das ist bei mir einfach ein Riesenglück und dieses Glück habe ich schamlos ausgenutzt. Wie habe ich das Ganze gemacht? Wir tun jetzt die Kaffeemaschine mal weg. Ich habe dafür verwendet eine Gummimatte unten am Boden, einfach nur noch mal zur zusätzlichen Fixierung. Und dann, wenn wir das Bett wegklappen, sehen wir, ich habe mir einfach eine ganz simple Halterung gebaut. Dazu habe ich mir einen Aluprofilrahmen gekauft und habe da ein paar Löcher reingebohrt, und zwar 3 Stück an der Zahl. Warum? Ich habe ganz unten das dann an der Küche, an dem Küchenblock hier fixiert. Das Ganze einfach mit einer Drehschraube. Wo ihr diese ganzen Materialien herbekommt, das verlinke ich euch natürlich sehr gerne hier unten dann in der Videobeschreibung. Und ja, und dann habe ich das Ganze nach oben fortgeführt und oben habe ich mir dann gedacht, an der Kaffeemaschine selber, da spanne ich dann ein entsprechendes Gurtband ein und das habe ich natürlich auch an dem Alurahmen entsprechend fixiert. Dazu habe ich einfach 2 Löcher oben noch mal reingebohrt und habe das mit einer für mich schönen Holzführung überdeckt, eine kleine Holzschiene gebaut, eine Holzleiste, und in dem Zwischenstück, da geht dann einfach dieses Gurtband durch, kann da auch nicht rausflutschen, und habe auf der anderen Seite noch ein bisschen Moosgummis rangeklebt, sodass die Kaffeemaschine geschützt bleibt. Naja, und dann spanne ich das Ganze einfach ein, montiere das Ganze fest am Möbelstück, also an der Küche, und dann ist das alles fest, setze dann die Kaffeemaschine drauf, legt den Gurt herum. Bei dem Gurt ist auch das Besondere, ein Klettgurt, den kann ich also von der Größe her variabel einstellen, und vor allem ist er gummiert auf der Innenseite. Das bedeutet, da findet dann also auch kein Rutschen statt. Also diese Kaffeemaschine ist da wirklich schön fixiert. Naja, und aufgrund dieses ganzen Zusammenspiels, die Gummimatte am Boden, die Kante an der Küche
und dann eben das Gegenstück, das Metall, das ich rangeschraubt habe, hält die bei mir Bombe. Und das sieht man sogar beim Fahren. Ich habe hier mal Bremstests gemacht und ihr könnt euch das Ganze mal anschauen. Ich habe hier für unseren Test mal aus 80 km/h eine Vollbremsung gemacht. Das macht ihr alles bitte nicht nach. Und ihr seht, die Handtücher, die Blume, die zerzwirbelt ein bisschen, aber die Kaffeemaschine, die bleibt fest stehen. Das ist übrigens auch was sich in der Praxis wirklich bewährt hat. Dieser Siebträger hier, der ist immer bei mir bei dem Prüffach, und zwar, wenn ich den verriegel, dann kann das auch nicht mehr raus. Also insofern ist da alles bei mir fix und fest. Das Wasser ist drin, die Bohnen sind drin. Und das Charmante ist bei mir sogar auch noch, dass ich das Kabel hier durch diese Küchentasche wunderschön verstecken kann. Und wenn ich es brauche, dann stecke ich die Kaffeemaschine einfach an und los geht's. Und ich würde sagen, jetzt haben wir so viel über Kaffee geredet. Wir zaubern uns jetzt mal einen wunderschönen Cappuccino. Und dafür braucht man nicht nur diese Kaffeemaschine, denn das kann sie nicht, sie kann keinen Milch schäumen. Dazu braucht man noch dieses Gerät hier. Das ist eigentlich nur der Milchaufschäumer und das System ist super einfach. Das kommt von Kaoi Kaffee, keine Ahnung. Ich blende euch das natürlich auch ein und ich zeige euch auch, wo ich das herbekommen habe. Allerdings muss man auch dazu sagen, das ist kein Schnapper. Aber für Leute, die Kaffeespezialitäten lieben, ist das Bombe. Funktioniert ganz einfach. Hier unten kommt Wasser rein. Das machen wir jetzt gleich mal. Denn das muss natürlich auch noch ein bisschen heiß werden. So, wir füllen also hier mal Wasser ein. Und dann ist wichtig, dass man das Ganze fest verschraubt. Ja, und dann kann man es einfach erhitzen. Das Ganze kannst du bei Gas machen. Das kannst du wie bei mir jetzt bei Induktion machen. Also hast du alle Möglichkeiten dazu. Wasser fängt an zu kochen. Ich fange mal an, den Kaffee zu mahlen. Das Ganze mache ich jetzt übrigens in einer größeren Tasse, natürlich. Und ich habe hier eine Holztasse. Warum? Diese Holztassen finde ich mega, weil die sind einmal wahnsinnig schön und die sind vor allem wahnsinnig leicht und sie zerbrechen nicht. Top! Hier über dieses kleine Ventil kommt jetzt schon die erste Luft raus. Das heißt, wir können da auch wieder runtergehen vom Gas. Strom meine ich natürlich, egal. Parallel dazu mache ich den Espresso, damit ihr das jetzt in den Aufnahmen besser sehen könnt, nochmal in einem Glas, damit ihr die Creme erkennen könnt. In Wirklichkeit mache ich das natürlich in meine angesprochene Holztasse. Das ist immer ganz wichtig, dass man das auch immer vor dem Schäumen erstmal rauslässt, damit dieses ganze Wasser, das sich da angestaut hat, dann auch gleich rauskommt. So, und jetzt können wir hergehen und können mal anfangen. Die Milch bereit machen. Aber ihr habt jetzt gesehen, wenn die so rausgeschwappt ist, die ist mega gut. Ja, ich finde das kann man doch herzeigen, oder? Oh, the best cappuccino, creamy and sweet. Jetzt ist aber natürlich noch spannend, wie verhält sich das Ganze mit dem Müll? Und das ist auch wieder ganz einfach. Ich nehme hier den Siebträger wieder raus und dann seht ihr den Kaffeekuchen hier drinnen. Und um den rauszubekommen, ist auch wieder ganz einfach. Ihr dreht quasi hier an dem Siebträger so und dann kann man den Kaffeekuchen einfach hier runterstreichen. Das war es auch schon. Was ich noch immer gerne mache, ich nehme noch mal ein bisschen Küchenkrepp und mache das Ganze hier einmal sauber, sodass das ganze Kaffeepulver hier rausgeht. Und dann kannst du es natürlich noch abwaschen, wenn du möchtest. Und dann ist die Sache aber auch schon erledigt. Und ich muss sagen, der schmeckt top. Aber ich will euch jetzt nicht die Zähne lang machen. Wir wollen ja so ein bisschen über das Fazit sprechen. Die Aeropress. Ich finde, es ist ein mega geiles Gerät. Es ist wirklich die eierlegende Wollmilchsau. Es ist sehr einfach, es ist super zum Saubermachen etc. Also hat mich wirklich begeistert. Vielen Dank an euch alle da draußen für eure ganzen Tipps und Tricks. Auch jetzt haltet nicht zurück und haut in die Tasten und schreibt unten in die Kommentare. Denn das bringt ja nicht nur mich weiter, sondern uns alle. Also lest auch gerne immer wieder mit. Das ist wirklich toll, was ihr da alles an Feedback gibt. Und ich glaube, das macht es so wertvoll, dieses YouTube. Finde ich ganz, ganz geil. Also an der Stelle nochmal herzlichen Dank. Aeropress wird bei mir trotzdem im Camper keine große Verwendung haben. Warum? Weil ich einfach einen anderen Alltag habe. Ich bin Business-Camper, ich bin ständig mit dem Auto unterwegs, auch beruflich eben oder in erster Linie eigentlich nur beruflich. Das heißt, ich will schnell anhalten, will mir einen Kaffee machen können, will sofort wieder weiterfahren. Ich will nicht extra das Wasser wieder heiß machen, will es dann nachher abspülen und so weiter. Mit der Nivona, da kann ich einfach anmachen, Kaffee rauslassen, genießen, abschalten, weiterfahren. Aber ich will die Aeropress nicht schlecht machen. Im Gegenteil, also die hat mich wirklich fasziniert und ich werde sie auf alle Fälle auch behalten, weil ich mir denke, wenn ich da zum Wandern gehe und so weiter, wenn ich so kleinere Ausflüge mache oder wenn ich zum Beispiel ein anderes Fahrzeug teste, dann ist das ein optimales Gerät für mich. Bei der Nivona,
Da muss ich sagen, nach einem Jahr, ich bin wirklich angetan von dem Gerät. Sie hat Nachteile. Sie ist groß, sie braucht 230 Volt. Und ich glaube, das hatte ich auch gesagt, wenn man den ersten Kaffee rauslässt, dann im ersten Moment, dann spritzt das immer leicht. Vielleicht ist es auch einfach bei mir ein kleines Problem. Aber ansonsten bin ich wirklich top zufrieden. Du musst sie hin und wieder mal entkalken. Und wie bei allen Kaffeemaschinen machst du das halt. Aber ansonsten ist sie auch sehr wartungsarm. Und das Ergebnis ist immer sehr, sehr schön. Mir schmeckt der Espresso hervorragend. Und er kommt wirklich an meinen Espresso zu Hause von der Siebträger ran. Und gerade in Kombination dann mit diesem Milchschäumer, ihr habt es gesehen, das ist super einfach. Das ist auch wieder wie zu Hause beim Siebträger. Das Ergebnis ist top. Und damit bist du, wenn du willst, der Held auf dem Camping- oder Stellplatz. Und insofern bin ich absolut glücklich mit dieser Variante. Jetzt bin ich aber gespannt, was ihr noch alles für Kommentare, für Tipps und Tricks aller parat habt. Schreibt es unten rein. Wenn ihr Fragen habt, natürlich auch. Und ich freue mich auf alles, was ich da zu lesen bekomme und werde euch dann auch versuchen, so schnell wie möglich auf alles zu antworten. Ich wünsche euch, egal wohin auch immer ihr reist, mit welcher Kaffeemaschine ihr an Bord seid, und wenn ihr auch nur Tee trinkt, alles völlig wurscht. Hauptsache euch geht's gut. Ihr habt tolle Reisen und kommt gesund und glücklich wieder. Dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Da freue ich mich drauf. Ich sage danke fürs Zusehen. Euer Markus. Ciao.